Mit Godot 4.3 kommt ein neuer Projektmanager, doch welche Funktionen hat der und welche sind etwas versteckt? Ich bin natürlich Most Wanted und ich erkläre dir dieses Godot 4.3 Feature in wenigen Minuten. Daumen hoch, wenn es dir gefallen sollte, abonnieren für weitere Folgen und Fragen, Feedback und auch gerne Ergänzungen in die Kommentare schreiben. Legen wir los. Der Projektmanager ist das erste, was du siehst, wenn du die Godot Engine startest, und in der Mitte hier tauchen normalerweise deine Projekte auf. Wenn du aber zum ersten Mal in Godot bist, ist diese Liste wahrscheinlich für dich komplett leer. Der merkt sich über alle Versionen, die du jemals auf deinem Rechner hattest, hierbei Projekte, die erstellt wurden. Und über Zeit wird das Ganze auch ein bisschen voller, wie du sehen kannst. Neben den Projekten aber ist interessant schon zu wissen, Einstellungen treffen, und zwar oben rechts hier unter Settings, denn du kannst direkt die Sprache ändern. Englisch, hier haben wir auf Platz 7 direkt Deutsch mit DE. Du kannst das Interface ändern, für ein anderes Farbschema auszuwählen. Du kannst unten drunter die Skalierung auswählen für UI-Elemente, wenn du sie größer brauchst zum besseren Lesen, und darunter auch der Netzwerkmodus. Nicht irritieren lassen, das hat nichts mit Multiplayer zu tun, überhaupt nicht. Es geht nur um eine Funktion hier im Projektmanager. Und darunter auch noch die Benennungsregel für Projektordner, die angelegt werden. Kebab Case, Snake Case, Camel Case, Pascal Case, Title Case, das sind die gleichen wie auch in der Programmierung. Solltest du eine veraltete Version öffnen, ab den 4.3 Betas oder aufwärts, dann wirst du meistens am unteren Rand hier in Gelb eine Info bekommen. Denn dank dem Netzwerkmodus online prüft er beim Starten, ob aktuelle Updates verfügbar sind. Jetzt in meinem Falle hier für die 4.3 Beta 3 wissen wir, es gibt schon die 4.3 Stable. Und beim Draufklicken kommen wir auf die Download-Page hier. Und wir könnten hier schauen, aha, Android, Linux, macOS, Windows oder eben den Web-Editor, und dann eben in blau die Buttons für GDScript und daneben eben für .NET, was ich ja mit C# sehr gerne nutze. Die Trennung in die GDScript und C# Version ist ganz wichtig, denn du siehst hier die 4.3 Version, die ich hier gerade habe, ist für GDScript ausgelegt. Und hier in der Mitte kriegen wir auch die Info, dass die anderen Projekte mit der C#-Version gebaut wurden. Deswegen immer aufpassen und unterscheiden, womit du dein Projekt bauen willst. Wichtiger neben Einstellungen und Updates sind deine Projekte, und die kannst du hier drin wunderbar verwalten. Beginnen wir mal mit der Erstellung eines neuen. Oben links der Button Create, du gibst einen Namen ein, bitte hier oben neues Testprojekt, und du stellst direkt hier unten drunter fest, der Pfad passt sich in dem Fall hier unten genauso an. Wir hätten grundlegend hier den Documents Folder bei Windows ausgewählt, und hinten dran wurde jetzt dein Projektname eben in Kebab Case hinten dran angefügt. Wenn wir Create Folder deaktivieren würden, würde kein Ordner erstellt werden und dein Projekt würde direkt hier in Documents landen. Den Ordner kannst du natürlich hier rechts über den Button Browse konfigurieren und einstellen. Unten drunter, ganz simpel, hast du 3 Arten von Renderer: Forward Plus, Mobile und Kompatibilität. Der oberste kann alles, der hier ist eher für Mobile, und der letzte Kompatibilität eben für verschiedene Devices, und gerade auch beim Thema Web-Exports ganz interessant. Und wenn du GitHub nutzen möchtest, kannst du hier unten noch auswählen, ob du Git aktiv haben willst oder halt eben nicht. Und dann würdest du über Create und Edit dein Projekt hier erstellen. Wenn du deine Projekte verwalten möchtest, kannst du sie einfach links einmalig anklicken, und dann hast du auf der rechten Seite die Möglichkeit unter anderem zu renamen. Wichtig ist, das ändert nur den Projektnamen, nicht den Projektpfad, denn der hier ist fest, der ist unveränderbar. Unter anderem kannst du aber auch hingehen und Tags deinem Projekt hinzufügen. Zum Beispiel jetzt meinetwegen das neue Projekt hier unten ist ja für mich ein YouTube-Tutorial, deswegen könnte ich das hier einfach anklicken und es kommt hier oben dazu. Wenn du eigene Tags erstellen willst, gehst du auf den Button Plus hier unter anderem und sagst zum Beispiel einfach hier Testing Tags. Ihr seht, es kann kein Leerzeichen enthalten sein, deswegen musst du Unterstrich verwenden. Und beim Drücken von OK wird das Ganze aber hierbei mit Leerzeichen trotzdem ersetzt. Dann können wir hier auf OK drücken und du siehst, diese beiden Dinge kommen hier dazu. Wenn du Projekte nicht mehr brauchst und nicht mehr bearbeiten willst, kannst du sie einfach natürlich hier removen. Und damit verschwinden sie nur aus der Projektliste, werden aber nicht von deinem System gelöscht. Wir machen Remove und es ist hier weg. Wenn du ein Projekt importieren willst, egal ob es verpackt in einem ZIP-Archiv liegt oder in einem Ordner bereits irgendwo auf deiner Platte sein sollte, kannst du auf Import gehen und dir deinen Projektordner schnappen. Und dann hast du die Wahl, entweder wählst du eben das ZIP-Archiv aus mit dem Projekt
oder hierbei die Project.Godot, eben die das Herz eines Projektes ist. Die wählst du aus und dann kriegst du nochmal hier die Confirmation, Project Path, genau das, importieren und bearbeiten und dann lädst du direkt rein in das Projekt. Wenn du danach nochmal in den Projektmanager zurückgehst, findest du auch dort das Projekt wieder in der Liste. Und da kannst du es wieder bearbeiten oder eben direkt ausführen mit den beiden Buttons auf der rechten Seite. Alle Projekte kannst du auch sortieren nach dem Datum, wann es zuletzt bearbeitet wurde, nach Name alphabetisch, nach dem Pfad oder nach der Anzahl von Tags, die hinzugefügt wurden. Wenn du in Godot nach Projekten, nach Templates oder auch nach Plugins suchst, gibt es hier oben die Asset-Bibliothek. Die erlaubt es dir unter anderem zu sortieren nach den letzten Updates, nach Name A bis Z oder auch nach Arten von Lizenzen. Und es gibt eben 3 Arten von Sachen hier: Templates, Projekte und auch Demos. Nehmen wir uns mal als Beispiel hier vor Templates, denn du willst herausfinden, wie geht denn die Anbindung von deinem Spiel an Steam. Gäbe es hier ein Online-Multiplayer-Networking-Beispiel, könntest du auch hier dir nutzen. Oder nehmen wir mal Projekte. Wie geht zum Beispiel ein Pong-Spiel und wie kann man das modden und konfigurieren? Oder eine Demo. Wie hat jemand eine Wagensteuerung gebaut? Du findest hierbei immer den Titel, die Art des Assets, wer hat es erstellt und auch welche Lizenz hat das Ganze hier unten. Und wenn du draufklickst unter anderem, findest du auch hierbei die Versionsnummer, die Inhalte über den Link hier oben und eine Beschreibung sowie auch bestenfalls Bilder dazu. Wenn du dir einen genaueren Überblick verschaffen willst, gehst du auf View Files, denn das Ganze führt zu GitHub, eine Seite, die ich immer wieder empfehlen kann. Und hier findest du auch in dem Falle von dem User Manic eben hier dieses Car-Demo-Projekt von vor 8 Monaten. Siehst, wer dran mitarbeitet, dass es hauptsächlich eben GD-Script unter anderem ist und hast auch nochmal hier unten die kleine Mini-Beschreibung dafür. Und dann könntest du das eben dir angucken und überlegen, ja, gefällt mir nicht, und dann importierst du das Ganze über den Download-Button hier. Nach dem Klick von Download kommt hier unten der Ladebalken und das Asset wird stückweise heruntergeladen, eben von GitHub. Das kann ein bisschen kurz dauern und dann ist es hier fertig und es wird auch direkt ein Ordner gefordert, wo das Ganze eben hinkommen soll. Nehmen wir mal eben hier das Documents Car Demo, machen Install und Edit und dann ist es genau wie vorher eben beim Projekt importieren. Das Ganze wird direkt geöffnet und schon geht's rein ins Projekt wieder. Und zum Testen, wie gewohnt, einfach oben den Play-Button drücken oder eben F5. Das Ganze startet und dann kommt das Ganze hier geladen mit Pfeiltasten steuern und mit Space hierbei driften. Und das war alles, was du über den Godot Projektmanager wissen musst. Der ist doch leicht zu bedienen, oder? Gib gerne dem Video einen Daumen nach oben, wenn es dir geholfen hat. Abonniere sehr gerne für weitere Tutorials und schreibe deine Fragen und Feedback sehr gerne in die Kommentare. Ansonsten, wenn du live Fragen stellen willst, guck auf die Links in der Videobeschreibung und komm bei uns auf Twitch vorbei. Da sind wir auch 3-mal die Woche live. Und sonst sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Yours truly most wanted. Bye bye. Tschüss.